Moin zusammen, ich hoffe, man kann mich schon hören. Ja, ist einfach ärgerlich. Man fährt so nichtsahnd in den Hafen, will einen kleinen Teststream machen, guckt natürlich nicht in die Segelliste und während man aufbaut, fährt einem da so ein schöner Pott vor die Nase. Ja, klassischer Fall von dumm gelaufen, würde ich sagen. Total dumm gelaufen. Tja, das ist leider so. Aber ich hatte es ja gestern Abend gesagt, ich wollte heute Abend nur ein bisschen was testen, auch extra bei Dunkelheit. Eigentlich war heute so ein schöner Tag, so tolles Licht, Sonne schien, das wäre eigentlich ideal gewesen, um einen schönen Stream zu machen, aber ich wollte nochmal bei Dunkelheit ein bisschen testen. Ja, und dunkel ist es jetzt. Genau, Matze, Kamera geht, alles klar, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt irgendwas an Schiffsverkehr kommt. Es kommt nachher die Preziosa. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange durchhalte. Bis 20 Uhr, da soll die rausgehen. Ja. Marc, ja genau, das ist eine neue, also was heißt die neue Kamera? Das ist eine Kamera, die ich eigentlich nur zum Test habe. Vielleicht hat das ja der ein oder andere von euch gesehen, dass das ist aber auch hell auf dem Containerschiff, oder? Ich bin ja Anfang dieser Woche war das, am Montag, bin ich ja mit dem Rainer von Druckverlust gefahren. Und der hatte eine neue Kamera, die Sony ZV-1. Und die ist ihm ständig ausgegangen, weil sie überhitzt hat. Ja, und ich konnte das irgendwie nicht glauben. Wir haben da rumexperimentiert, rumgebastelt. Ich habe ihm sogar noch einen Lüfter mitgebracht. Aber er hat ja auch behauptet, dass er in seinem LKW irgendwie nur 17 Grad hat oder so. Also von daher kam mir das alles so ein bisschen spanisch vor. Und da ich diese Kamera aber mal ausprobieren wollte, habe ich mir mal eine zum Test bestellt. Ein Testgerät. Und ja, das ist jetzt quasi der Test, ob die Kamera funktioniert. Darkentoasten, ganz lieben Dank für 7 Monate auf Twitch. Danke, danke. Andreas Preuß, 2,49 Testgebühr. Dankeschön. Ja, ich warte jetzt mal darauf, dass zumindest irgendwie gleich eine Fähre kommt. Also, und dann mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall hier heute Abend bei den Temperaturen kein Problem mit Überhitzung haben. Das steht schon mal fest. Aber ich wollte sie halt so mal ausprobieren, was die Bildqualität angeht, vor allem bei Dunkelheit. Mike ist auch da. Moin, moin. Kleiner Trostbeitrag. Ach, Trostbeitrag brauchen wir nicht. Alles nicht so dramatisch. Alles nicht so dramatisch. Ist das Bild überhaupt scharf? Scharf ist es, ein bisschen hell da oben. Die haben da aber auch Beleuchtung an oben an Deck. Ah, Schwester Hansen ist da. Moin, meine Liebe. Ohne sie geht gar nichts. Schade, dass du nicht hier bist. Oh, morgen früh sind minus 12 Grad angesagt, aber nicht in Hamburg, glaube ich, oder? Nicht in Hamburg. Achtung, Prost. Nicht in Hamburg. Ralf, danke dir für 16 Monate. Dankeschön. Und DJ Sven Kinder, 2 Euro Superchat. Danke. Danke, danke. Kann ich ja gleich mal gucken, ob Beate funktioniert. Ja, ich brauche jetzt mal eine Fähre, aber ich kann...
Paddy kommt und alle Schiffe sind weg. Wie das so ist. Was wird heute getestet? Eine Kamera. Also keine neue Kamera in dem Sinne, sondern eine andere Kamera. Und ja, ich brauche aber jetzt gleich mal eine Fähre, die hier kommt. Dieses Schiff ist irgendwie gerade ein ganz schlechtes Testobjekt, weil das so fies hell ist an Deck oben. Brigitte ist auch da. Moin Brigitte. Chris Stratmann. Hey, 20 Monate Chris. Danke dir. Oh, Stefan Heimers hat die Munda Express als Aufkommer hinter Wedel entdeckt. Oh, Mundra Express. Ja, könnte sein, dass wir die reinbekommen. Das wäre ja eine coole Sache. Das wäre definitiv eine coole Geschichte. 2 Euro Superchat von Sven. Danke dir mit nachträglichen Geburtstagsgrüßen. Dankeschön. Und Andreas Preuß, auch schon 19 Monate dabei. Andreas, danke für deine Treue. Und Tony Roberts. Warte mal, die Tony Roberts sind... Tony, thanks for your donation. Problem is... Ah, there it is. 10 bucks. 10 bucks. 10 bucks. Moin Paddy, the view looks great. Thanks, Tony. Manchmal hilft ein Reload. Bernie, willkommen an Bord. Dankeschön. Dankeschön. Und Andreas Preuß. Den hatte ich ja gerade mit 19 Monaten. Ja, guck mal, jetzt ist hier einiges durcheinander. Und 2 Euro Superchat von Danny und der Bande aus Wasserburg. Dankeschön. Danke. So. Sag mal, sonst nerven die Fähren hier immer. Und jetzt nix, nüscht, gar nichts. Ja, warten wir einfach ein bisschen. Wird schon gleich wer kommen. 100 Bits kommen von Lamayana, Dankeschön. Malte ist auch da, moin Malte. Und Tanja ist auch da. Ja, genau, Rain. Paddy und die Fähren. Genau. Paddy und die Fähren. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Ach, warte mal. Schnell einen U-Turn. Von der anderen Seite kommt eine. Schnell den U-Turn. So, da kommt was. Da ist auch wenigstens ein bisschen dunkel, ein bisschen Restlicht im Hintergrund. So, da können wir doch mal gucken. Wie sich das jetzt so ausgeht.
Ja, so ein bisschen blaue Stunde ist da noch, wobei das schon mit sehr viel Goodwill ist. Also die Kamera hat schon ordentlich aufgehellt. Eigentlich ist es schon ziemlich dunkel. Peter der Rentner, ganz lieben Dank für 3 Monate. So, ich schwenk mal eben weg. Paddy wollte doch dunkel. Also kriegt er dunkel. Erhard, ganz lieben Dank an dich. 2,49 kommt auch nochmal mit Geburtstagsgrüßen. Dankeschön. Boca Chicas schreibt, ich finde, die Kamera macht gute Bilder. Ach ja, das sind eh alles Nuancen. Das sind alles Nuancen mit gut und schlecht. Ich muss mir das eh zu Hause in Ruhe angucken. Also in erster Linie zeichne ich das auf und dann betrachte ich das hinterher. Nochmal ganz in Ruhe zu Hause. Reini, danke dir für 100 Bits. Und 5 Euro Superchat noch von DJ Sven Kinder. Ich danke dir, Sven. Nur noch 13 Tage und 17 Stunden, dann sind wir auf der MSC Preziosa mit unserer zweiten Tour und winken Richtung Deck 7. Ja, mal gucken. Dann hoffe ich, dass wir das auch gestreamt bekommen. Hier, Paddy wollte dunkel. Jetzt kriegt er dunkel, aber richtig dunkel. Also das ist wirklich stockduster da. Hey, aber cool, dass ihr alle dabei seid, während ich hier nur so ein bisschen rumexperimentiere. Nitro Express fragt, ob wir die MSC Candice gleich sehen. Du, ich habe mich leider verzockt. Was heißt verzockt? Ich bin in den Hafen gefahren, habe gesagt, ich will ein bisschen testen. Habe gar nicht auf die Fahrpläne geguckt und dann baue ich hier auf und die MSC Candice fährt an mir vorbei. Bei wunderbarem letzten Restlicht. Habe mich ein bisschen geärgert. Viertelstunde eher. Genau, Kamera hin, Kamera her. Wichtig sind die Kisten vor der Kamera. Wobei, also wenn es halt nur Matsche ist, ist auch doof, oder? Das wäre ja auch doof. Mundra Express bei Wedel. Ich kann sie leider noch nicht sehen. Wedel ist doch ein bisschen weit weg.
Ja, Andi schreibt, man kann nicht alles im Leben haben. Ja, das ist richtig. Aber man kann ja dran arbeiten, sich zu verbessern. Und wie gesagt, es ist in erster Linie jetzt einfach mal, um zu gucken, was das Ding taugt. Mich hat das halt echt, mich hat das genervt. Ich habe das auch nicht verstanden. Ne? Ich bin da mit Rainer gefahren und dass die Kamera da überhitzt hat die ganze Zeit, weil die hat eigentlich echt eine ziemlich geile Bildqualität, aber die ist halt auch nicht, die ist nicht dafür gemacht für so Dauerstreams. Also ist eigentlich keine Kamera, die du einsetzt, um stundenlang zu streamen. Jens, das ist kein 4K. Das ist jetzt hier ganz normal. Full HD oder 1440. Oh, das ist echt duster da hinten. Aber ist eigentlich gar nicht so schlecht für einen kleinen Test. Commander schreibt, YouTube unterstützt kein 4K. Commander, das ist falsch. YouTube kann 4K. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Wir sind noch ein bisschen dabei, den Encoder zu pimpen. Der Encoder ist noch nicht so, wie wir das gerne hätten für 4K. Aber grundsätzlich funktioniert das. Bei Twitch ist es mit 4K noch schwierig. Ich glaube, das ist im Moment nur für einige Auserwählte freigeschaltet, wenn überhaupt. Es befindet sich alles so ein bisschen in der Testphase. Ja klar, Drickes, Full HD reicht auch völlig aus, aber du weißt doch, haben ist besser als brauchen. Haben ist besser als brauchen. Und es geht ja auch ein bisschen darum, den Technik-Nerd zu befriedigen, ein paar Sachen auszuprobieren. Das heißt ja noch lange nicht, dass das hinterher dann auch im ständigen Einsatz verwendet wird. Anthony Roberts, Upgrade to Reeperbahn. Thanks, Tony. And welcome on our red light district. Also die mich kennen, die wissen, dass ich einfach ein totales Technikspielkind bin. Gerade wenn es um Kameras geht und hier so Übertragungstechnik, Streamtechnik und solche Sachen, das interessiert mich einfach total. Und ich probiere da halt einfach ganz, ganz viele Sachen aus und oft stellt man halt auch fest, hey, ist Grütze, hast du gedacht, ist alles toll, aber bei näherer Betrachtung stellt man dann fest, auf dem Papier toll, aber in der Praxis funktioniert das dann doch nicht so. Und ja, das ist halt auch das Problem, was der Rainer hat. Ne? Er dachte auch, hey, alles cool, ich kaufe mir hier die Kamera, mega Teil. Ja, und dann plötzlich überhitzt das Ding ständig. Ihr habt die Mundra im Blick, oder? Ich meine, ich kann ja mal... Wir wollen die Kamera ja auch ein bisschen ärgern. Dann mache ich mal den U-Turn. Und dann machen wir mal ein bisschen Stochern im Dunkeln. Gucken mal, ob ich sie da gleich schon irgendwo entdecke. Das könnte sie doch sein, oder? Ist das ein Schlepper daneben? Ja, ne?
Da ist sie doch. Boah, das ist echt stockduster. Also was ich hier auf dem kleinen Display sehe, geht das aber, gerade was das Rauschen angeht. Klar rauscht das, aber ist jetzt nicht so eine totale Vollkatastrophe. Hey, Sven aus Fuhlsbüttel ist wieder da. Moin Sven, 40 Euro. Mann, danke, super großzügig von dir. Und er schreibt, Grüße aus Fuhlsbüttel, konnte gestern leider nicht dabei sein. Ach, das ist Lotse 2. Paul, danke dir. Aber das müsste doch die Mundra sein, oder? Ja, an der Ecke steht ein Junge mit einem Tüdelband. Ja. Ah, die Mundra ist noch ohne Schlepper. Wo geht denn die Mundra eigentlich hin? Wahrscheinlich zum Containerterminal Altenwerder, oder? Dann kriegt die erst sehr spät ihre Schlepper. Carsten Oberlausitz, auch sehr, sehr großzügig. Danke dir. 20 Euro Superchat. Noch nachträglich Happy Birthday. Toller Kanal. Paddy, Tanja und alle, die mitwirken, machen eine solch tolle Arbeit. Ich liebe den Kanal vom ersten Tag an. Carsten, das ist ganz, ganz lieb von dir. Dankeschön. Tachometer, das Objektiv ist ein 2,8er von der Lichtstärke her. Oh, und hier schon wieder die Frage, hatten wir gestern auch. Heiko fragt, ob wir morgen live sind, wenn die Aida Sol von der Weltreise kommt. Ja, die kommt halt morgen früh irgendwie so um 5 Uhr. Also ich fürchte, da wird der Paddy noch schön in seinem Bettchen muckeln. Aber ich denke dann abends, wenn sie wieder rausgeht. Vielleicht auch zusammen mit der Iona. Oh, Jens möchte, dass ich jetzt mal zeige, wo Deck 7 ist. Das kann man von hier aus gar nicht sehen. Das kann man gar nicht sehen von hier aus. Gigi, zum Hafengeburtstag gibt es noch keine Infos. Ich denke, das kommt so übernächste Woche. Pinipon, wenn im Wesselfinder 21:30 Uhr steht, dann ist das höchstwahrscheinlich die Ankunftszeit beim Lotsen draußen in der Deutschen Bucht. Und dann kannst du locker nochmal so, ja, je nach der Geschwindigkeit, also 6 bis 7 Stunden kannst du Minimum nochmal draufrechnen. Und dann muss man auch gucken, ob das eventuell UTC-Zeit ist, die 21:30 Uhr. Und die scheint vorbei zu brettern. Ist das eine 66? Nein, das ist eine 62, möchte trotzdem nicht anhalten.
Weißabgleich gefällt mir ehrlich gesagt noch gar nicht. Da muss ich mal kurz Hand anlegen. Müsste eher so in die Richtung gehen. Müsste mehr gelb sein, die Fähre. Die war jetzt doch sehr orange. Ach, 66 fährt am Wochenende nicht, okay. Ja, macht ja auch wenig Sinn, ist ja so eine Pendlerlinie. Drickes, ganz herzlichen Dank und willkommen an Bord. Danke für deinen Sub. Und Dr. Pesto, auch an dich ein Willkommen. Danke für deinen Prime Sub. Ja, genau, die wissen schon, dass ich nicht mitfahre. Also auf mich nimmt hier keine Fähre mehr Rücksicht. Wenn ich irgendwann wirklich mal mitfahren will, dann wird's eng. Moin! Dann nehmen die mich nicht mit. Ja, also für alle nochmal, die das nicht kennen, die schon länger hier zuschauen, die wissen das natürlich. Wenn ihr auf Marine Traffic oder Vessel Finder guckt, dann steht da meistens eine Ankunftszeit. Meistens steht da Hamburg und bei der Ida Sol jetzt halt 21:30 Uhr. Da muss man als erstes mal gucken, was das für eine Zeitangabe ist, ob das wirklich lokale Zeit ist oder UTC. Eventuell muss man da noch mal eine Stunde drauf rechnen oder auch abziehen, je nachdem. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Und die Schiffe, wenn die losfahren, dann geben sie quasi als Ziel die nächste Lotsenstation ein. Und die nächste Lotsenstation, die ist halt draußen in der Deutschen Bucht. Quasi da so, ja, ein Stück hinter Helgoland, bevor man dann in die Elbe reinfährt. Da findet ihr ein Lotsenboot, das heißt Elbe Pilot. Könnt ihr auch mal nachsuchen. Elbe Pilot ist das schwimmende Hotel und das ist quasi das Ziel für die ankommenden Schiffe. Und die programmieren ihre Autopiloten dann so, dass sie von der Geschwindigkeit zu der Uhrzeit da sind, die ihnen gesagt wurde. Also die kriegen dann eine Uhrzeit, die sagen, Mensch, hier Lotsenstation Elbe Pilot, bitte 21:30 Uhr da sein. Dann stellen die ihren Autopiloten so ein, dass der die Geschwindigkeit berechnet, dass die um die Uhrzeit dann wirklich da sind. Und das ist deren Ziel. Die interessieren sich erstmal im ersten Schritt gar nicht dafür, wann die wirklich hier in Hamburg sein müssen oder sollen. Denn das ergibt sich dann von selber. In dem Moment, wo dann der Lotse drauf ist, in der Deutschen Bucht, dann nimmt das eh alles seinen Lauf. Und wie gesagt, dann kann man halt so mit roundabout 6 bis 7 Stunden rechnen und dann ist das Schiff hier irgendwann in Hamburg. Ja, Fährbär, Dankeschön. UTC ist aktuell minus eine Stunde. Ja, mit UTC tue ich mich immer ein bisschen schwer. Da bin ich überhaupt nicht drin. Gigi fragt, ob es nicht von der Kreuzfahrtreederei Infos gibt, wann das Schiff wirklich ankommt. Also erstmal habe ich ja keine Kreuzfahrterfahrung, deshalb kann ich dir das nicht sagen. Aber die Ankunftszeit hat ja nichts damit zu tun, wann denn wirklich die Gäste von Bord gehen. Dann gibt es ja so eine Zeit quasi, wo ausgeschifft wird. Und die ist ja meistens deutlich später. Also die Schiffe, die kommen, gerade hier in Hamburg, kommen die ja meistens früh morgens an. Also normale Ankunftszeiten für die Kreuzfahrer sind hier zwischen, ich sag mal, 5 und 6 Uhr. Und da werden die ja noch nicht abgeholt. Also die Gäste, die gehen dann irgendwann von Bord. Weiß ich nicht, wann das losgeht. Ihr habt da mehr Erfahrung. 7, 8, 9 Uhr, schätze ich mal, fangen die an mit Ausschiffen. Da wird noch mal in Ruhe gefrühstückt. Und dann gehen die erst von Bord und auch dann macht es erst halt Sinn, dass da jemand kommt, die abholen. Schwester Hansen, ob das Loveboat unterwegs ist, also ich habe es noch nicht gesehen. Aber vielleicht könntest du es mal rufen. Du könntest es rufen, Loveboat, komm zu mir.
Ruth schreibt so ab 9 Uhr. Ja, das macht auch Sinn. Das ist eine sinnvolle Zeit dann zum Ausschiffen. Aber ich werde das dann ja alles auf meiner ersten Kreuzfahrt selber erleben. Dennis ist auch da und sagt, Paddy, du bist verrückt, es ist eiskalt da draußen. Dennis, ich mache jetzt keine Witze über einen, der den ganzen Tag im Auto sitzt und seine Kamera vor das Auto stellt, um dann aus dem Auto zu filmen. Das ist Cheating. Außerdem ist es gar nicht so kalt. Also wir haben es irgendwie um die 0 Grad. Alles easy. Wow. Da gibt es noch eine kleine Show. Oh, einmal hinter einem Lotsenboot Wasserski fahren. Matti schreibt, 10:30 Uhr muss bei AIDA alles von Bord sein. Ja klar, dann kommen natürlich auch die neuen Gäste. Ne? Ja, Dennis. Genau. Die Standheizung nicht zu vergessen. Schauen wir doch mal. Ach, guck mal hier. Da haben wir doch sowas wie ein Containerschiff. So, wenn der Fokus noch mitmacht. So, jetzt hauen wir mal noch hier den Digitalzoom mit rein. Digitalzoom bei Dunkelheit ist totale Grütze, weil dann vergrößert man nämlich das Rauschen. Bei Tag geht das, aber nachts ist das Grütze. Was sagt denn meine Temperaturanzeige gerade? Ich sehe hier auf meinem Kontrollmonitor nämlich diese Overlays gar nicht, wie oben die Temperaturanzeige. Ach, minus 0 Grad. Ja, ich wusste gar nicht, dass es minus 0 Grad gibt. Das ist ja interessant. Vielleicht liegt das daran, das hat jemand schon mal letztens gemutmaßt, dass das vielleicht eine Nachkommastelle ist, die gerundet wird und deshalb da ein Minus vorsteht. Ja, richtig. Sol soll morgen um 20 Uhr rausgehen. Iona geht auch um die Uhrzeit raus. Also kann sein, dass wir morgen Abend schon wieder Kreuzfahrtschiffe haben. Aber vielleicht entdecken wir ja noch ein schönes Containerschiff da drumherum. Der Whiskyhase ist auch da. Moin. So. Ja, für alle, die später dazugekommen sind, ich teste hier eine neue, ja, andere Kamera. Sie ist nicht wirklich neu, es ist eine andere. Auch so ein bisschen. Tschüss. Gab da eine Geschichte mit dem Rainer von Druckverlust, der da ein bisschen Probleme gehabt hat. Und außerdem sind wir ja immer hier an dem Mobilfunknetz am Basteln. Und da haben wir heute ein neues Modem im Einsatz, beziehungsweise es ist jetzt schon seit 2 Wochen im Einsatz. Und da gucke ich gerade auch, ob das zuverlässig läuft. Aber auch schön mit der langen Spiegelung, oder? Malte verabschiedet sich und sagt, er muss um 3 Uhr schon wieder los. Also, ja, dann verabschiede dich mal.
Malte, tschüssi. André fragt, warum nicht gleich die FX-Serie. André, weil die FX-Serie schon gefühlt bald am Ende ihres Lebenszykluses angekommen ist. Die FX3 kostet 4.500 Euro und hat noch den alten Autofokus, nicht mit KI-Unterstützung. Und ich habe das ausprobiert und das ist tatsächlich, macht das einen Unterschied bei den Streams. Und da finde ich einfach 4.500 Euro für eine Kamera, die vielleicht Ende diesen Jahres ersetzt wird, ein bisschen sehr sportlich. Ansonsten wäre das natürlich absolut eine Option, die FX3. Vielen Dank an Flitzpiepe für 5 Euro Superchat. Moin, ich habe nichts zu posten, wollte nur Bescheid sagen, dass ich da bin. Ja, ich würde mal sagen, Häkchen im Klassenbuch. Anwesend. Ich mache mal ein Kreuzchen. Und Sven schickt nochmal 30 Euro für ein Getränk. Mensch, Sven, du bist so großzügig immer. Womit haben wir das verdient, Sven? Ganz, ganz fetten Dank und liebe Grüße nach Fuhlsbüttel. Später zusammen mit Tanja das Heißgetränk. Ja, Tanja braucht ja kein Heißgetränk, das brauche ja nur ich. Enrico, auch an dich ein Dankeschön für 5 Euro Superchat mit Grüßen aus Mettmann. So. Ich versuche ein bisschen Chat zu lesen. Das war jetzt Mundra Express. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee, also temperaturmäßig muss ich sagen, funktioniert das eigentlich mittlerweile ganz gut. Es gibt ja diesen Klugscheißerspruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Und dem habe ich mich angenommen und dieses Jahr so ein bisschen aufgerüstet. Vor allem was Füße angeht und was aber auch eine Jacke angeht. Ich habe mir halt einfach mal wirklich einen richtig anständigen Parker gekauft. So Polarklasse. Und ich muss sagen, das war eine weise Entscheidung. Das ist besser als jede neue Kamera gewesen. Also absolut bestes Equipment, was ich je gekauft habe. Herzlich willkommen an Bord, Kairok. Danke dir für deinen Prime-Sub. Und danke an Bastrecht für 2 Monate. Schön, dass ihr da seid. Das hat doch was Meditatives, einfach so auf so ein Schiff zu warten. Aber gleich dreht es wahrscheinlich wieder ein bisschen ein und dann hoffe ich, dass die Steuerbordseite wieder von dieser einen Fahrwassertonne so ein bisschen rot angeleuchtet wird. Basti, in der Schifffahrt heißt das Eisklasse. Ja, welche Eisklasse habe ich denn jetzt mit meinen Klamotten? Ja, das Schiff, das steuert auch direkt auf mich zu, aber die drehen gleich, glaube ich, ganz leicht nach rechts, also Bildrichtung rechts, Fahrtrichtung Backbord. Und meistens hat man dann den Effekt, dass die Seitenwand, die Bordwand von einer Fahrwassertonne rot angeleuchtet wird. Das sieht eigentlich immer ganz cool aus.
Andreas, danke dir für 17 Monate. Er sagt 17 Monate und 27 Tage schon dabei. Wahnsinn. Also ein Foto vom Schiff kann ich ehrlich gesagt gar nicht machen, weil ich nämlich heute die Fotokamera zu Hause gelassen habe. Da ich im Rucksack etwas Platz brauchte für den Notfall, habe ich nämlich die andere Kamera noch dabei, dass ich wieder zurückwechseln könnte. Und der Rucksack ist so eng gepackt, da musste was zu Hause bleiben. Und da dachte ich mir, ach, heute Abend ein Foto, da verzichtest du mal drauf. Also diese Kamera hat immer noch links so einen Fleck. Vergesse ich jedes Mal zu Hause zu untersuchen, wo dieser Fleck herkommt. Irgendwo im Objektiv muss das sein. Also außen nicht. Der startet durch. Sven Kinder, danke dir für noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Und danke für 13 Monate an Jürgen. Er schickt auch nochmal Glückwünsche zum Zweijährigen. Von YouTube gab es dann sogar heute auch eine Mail für 2 Jahre Geburtstag. Whiskyhase, ganz lieben Dank. 10 Euro Sponsoring für ein Meerjungfrauenkostüm. Für Anja zur Modenschau auf dem Balkon zum 2. Geburtstagsfest von Hamburg Hafen Live. Ja, das ist aber deine Aufgabe, sie dazu zu überreden. Finde ich aber eine sehr, sehr schöne Idee. Dankeschön. Und auch nochmal 10 Euro von Ralf S. aus A. Jetzt noch ein paar Coins für die Mannschaftskasse. Dankeschön. Wir machen bestimmt auch wieder irgendeinen Mannschaftsausflug dieses Jahr mit dem ganzen Hamburg Hafen Live-Team. 2 Euro Testzulage kommt von Annette Wassener. Auch an dich Dankeschön. Und die Rea ist da auf Twitch und verschenkt dort ein Sub. Danke.
vorne ist mehr Licht. Henrik, ich weiß gar nicht, wo die gerade herkommt. Ich bin, was Schiffe angeht, heute mal wieder unvorbereitet, denn eigentlich bin ich ja nur hier, um so ein bisschen diese Kamera zu testen. Aber ich bin mir sicher, dass da gleich ein bisschen Infos im Chat kommen. Ach, guck mal hier, da sieht man die Lotsenpforte. Aus Wilhelmshaven kommt sie. Danke für die Info. Ups. Der Logistiker schickt 10 Euro Superchat und schreibt: Paddy, danke, dass du mir regelmäßig hilfst, die Kosten für die Fahrt mit dem ICE nach Hamburg zu drücken. Wie mache ich das denn? Deswegen ein kleiner Obolus an dich. Ja, herzlichen Dank, aber du musst mir mal erklären, wie ich dir helfe, die Fahrtkosten für den ICE zu drücken. Yannick, am Eurogate ist eben die MSC Candice angekommen, glaube ich. Das könnte sein, dass das die Schlepper sind, die du entdeckt hast. Gigi fragt, ob Hamburg Hafen Live ein gültiger Rabattcode bei der Bahn ist. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mit Paddy 10 gibt es 10% Rabatt bei der Deutschen Bahn, ja. Ah, das wäre schön. Das wäre in der Tat sehr schön. Da muss man gerade auf den Chat achten, ob er es hier nochmal reinschreibt, die Auflösung, oder ist das schon durch? Sven. Mann, Sven, schon wieder. 50 Euro. Boah, Sven, Dankeschön. Mann, oh Mann. Fetten Dank nach Fuhlsbüttel. Ah ja, guck mal, einige von euch lagen richtig. Der Logistiker schreibt: Dank Hamburg Hafen Live muss er nicht extra nach Hamburg fahren, um sich das Geschehen an der Elbe anzugucken. Ja.
Es geht natürlich nichts darüber, wirklich hier vor Ort selber zu stehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja, für den einen oder anderen ist es dann ja vielleicht doch etwas weiter und dann, ja, vielleicht hilft Hamburg Hafen Live ein bisschen. Basti, ja, die leuchtet fast so schön wie die Nova, aber Basti, du weißt es, ne? In Wirklichkeit ist das hier echt stockduster. Ich habe hier schon wieder ordentlich aufgehellt, das Bild. Also Sven alleine hat die nächste Hamburg Hafen Live Team Grill Party geschmissen. Ja, die Worte sensationell und Deutsche Bahn stehen selten in einem Zusammenhang. Aber hey, ich meine, wenn ihr regelmäßig Hamburg Hafen Live guckt, dann wisst ihr ja auch, wie das mit den Fahrplänen und den Zeiten bei den Schiffen so ist. Und dann müsstet ihr doch eigentlich ganz, ganz müde schmunzeln und lächeln, wenn es um die Verspätung bei der Deutschen Bahn geht. Morgen Abend Aida Sol und Iona. Einlaufen höchstwahrscheinlich nicht. Da kneife ich. Montagmorgen 5 Uhr im Hafen. Nee. Aber morgen Abend sieht eigentlich ganz gut aus. Rund um 20 Uhr geht das los. Ich gucke mal, was sonst noch an Verkehr da ist. Ich muss halt mal schauen, wo wir uns hinstellen. Ich glaube, die Iona geht nach Steinwerder, die Sol geht wahrscheinlich dann nach Altona. Mal gucken, ob wir Deck 7 machen oder ob wir Dockland mal wieder gehen. Ich schau mal. Ein Dankeschön für 20 Monate geht an Jens Peter. Jens Peter, Dankeschön. Oh, guckt euch mal hier diese Spiegelung von den 2 Lampen an. Ist die nicht toll? Also, das ist ein sensationell Wert, würde ich sagen. Jens Peter schreibt, ich liebe jeden einzelnen, vielen Dank für diesen wunderbaren Kanal. Ich liebe jeden einzelnen Stream von euch. Mein absoluter Lieblingskanal. Ganz lieben Dank, Jens Peter. Mal gucken, vielleicht schmeißen wir morgen auch endlich mal unseren Retro-Stream an. Alte Streams dann in der Dauerschleife. Ja, Gigi, ich kann kein Foto machen. Ich habe doch meine verdammte Fotokamera nicht mit. Ich finde es ja gerade selber doof. Sven, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, Sven. Nochmal 30 € per PayPal für Senf und Ketchup oder eine Kiste Kiezmische. Also wenn ich für 30 € Senf kaufe, dann artet es aus. Sven, ganz lieben Dank. Aber so schlecht sieht das gar nicht aus, was die Kamera macht. Zumindest was ich hier auf dem kleinen Monitor sehe. Muss mir das nachher nochmal zu Hause angucken. Und Jens Peter haut zur Feier des Tages auch noch 5 Mitgliedschaften raus. Danke dir. Oh, Wolfgang fragt, ob es jemand weiß, warum es die App Port of Hamburg nicht mehr für Android gibt, sondern nur noch für Apple. Irgendwer hat mir letztens das Gleiche geschrieben und sagte sogar, dass sie auch bei Apple im App Store nicht mehr wäre. Meine Vermutung ist, dass sie die Pflege einstellen, dass sie vielleicht festgestellt haben, dass die regelmäßige Pflege von so einer App doch sehr aufwendig ist. Und irgendwer hatte mir gesagt, er findet sie auch nicht mehr. Also kann sein, dass sie die komplett eingestellt haben. Chris ist da und fragt, welche Kamera das jetzt ist. Das ist die ZV1. Das ist das Ding, was auch der Rainer hatte. Die habe ich mal zum Test kommen lassen. Der Rainer hatte ja Probleme mit Überhitzung. Überhitzung ist jetzt hier draußen natürlich kein Thema bei den Temperaturen, aber das habe ich zu Hause schon getestet, bei mir im Büro, so bei 20, 21 Grad.
Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt wollte ich sie aber einfach mal so testen. Einfach mal gucken, was die so bei Dunkelheit abliefert. Wie so die Lowlight-Performance ist von der Kamera. Tachometer, was meinst du mit die normale? Gibt es da zwei Versionen von der Kamera? Ne, die ZVE1, genau, nicht ZV1. Sorry, es gibt auch eine ZV1, das ist diese kompakte. Es ist die ZVE1. Sorry für den Versprecher. Okay, die App ist im Apple Store noch da. Also die Stromversorgung von der Kamera ist ganz simpel, einfach mit USB-C. Das geht heutzutage eigentlich ganz gut. Mittlerweile kannst du eigentlich alle modernen Kameras über USB-C mit Strom versorgen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Natürlich könntest du auch Akkus wechseln, dann hast du ein Kabel weniger. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, immer den Akku zu wechseln, weil das auch immer ein bisschen gefummelt ist. Oh, Dirk grüßt aus dem Krankenhaus. Ja, Dirk, dann mal gute Besserung, wa? Whiskyhase schickt 5 € für ein Gedächtnistaschentuch, wo ich mir einen Knoten reinmachen kann, damit ich demnächst die Kamera nicht vergesse. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung. Gigi, ich habe verschiedene Stromquellen. Also ich habe zum Beispiel hier NPF-Akkus, die teilweise auch einen USB-Anschluss haben. Ich habe aber auch so eine kleine Mini-Power-Station. Und Powerbanks. Es ist alles wild gemixt. Immer je nachdem, wo das gerade alles so... wo ich das gerade betreibe. Ne? Also für manche Sachen ist es halt einfacher, wenn ich dann eine Powerbank dran mache und die daneben lege. Bei anderen Sachen lohnt es sich, was Größeres zu nehmen und ein langes Kabel. Also immer je nach Bedarf. Aber das geht eigentlich ganz gut. Also vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Ich habe ja seit Oktober ungefähr mit Eddie ganz viel hier umgebaut. Wir haben in erster Linie an dem Encoder gebastelt. Und das Coole ist halt, dass mittlerweile durch die neue Technik der Stromverbrauch extrem runtergegangen ist. Also sonst hatte ich früher immer so eine große Powerstation mit 750 Wattstunden und die brauche ich überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt noch so eine kleine mit, glaube ich, 150 Wattstunden oder so und die reicht lang und schmutzig. Also da kann ich streamen mit, bis der Arzt kommt. Ja, Richard, wenn ich keine Ersatzkamera dabei habe, dann ist ja auch wieder Platz im Rucksack. Also insofern alles gut. Nee, Captain Chaos, ein Mini-Atomkraftwerk eben nicht. Das war früher so, also bei dem Setup, was ich früher hatte, da brauchte ich richtig Strom. Ja, auf die Preziosa warten wir aber noch, oder? Das machen wir doch auf jeden Fall. Wenn die halbwegs pünktlich ist, dann geht die in 20 Minuten raus.
Ja, in Papenburg auf dem Wagen, da hatte ich natürlich wirklich viel Gerödel. Das ist aber dann auch eher so ein bisschen meine Paranoia, weil ich dann denke, vielleicht hast du doch nicht genug Strom dabei und dann nehme ich doch wieder den Riesenakku mit, wenn es vielleicht dann doch mal länger dauert, damit ich nicht noch mal zum Auto muss und so weiter. Deshalb hatte ich in Papenburg natürlich deutlich mehr Strom mit, als ich eigentlich brauchte. Fünf Mitgliedschaften gehen einmal raus auf YouTube. Verschenkt von der Nordlicht. Dankeschön. Fallermann sagt, Preziosa steht für 21 Uhr drin. Bei mir steht sie für 20 Uhr drin. Jo, Andreas, dann passt der Titel vom Stream nicht. Und ich habe mal wieder einen Tippfehler im Thumbnail. Das nervt mich immer. Das nervt mich. Und das dauert, bis ich das ändern kann. Da muss ich erst nach Hause fahren, neues Thumbnail machen. Ist die ganze Zeit der Tippfehler da drin. Und dann kommt ihr alle nochmal an und schreibt als Kommentar unter den Stream, da ist ein Tippfehler im Thumbnail. Haben wir noch irgendein Schiff im Zulauf? Nein, Hendrik, ist da etwa ein Tippfehler im Thumbnail? Nein, das kann doch nicht sein. Nein, doch. Oh. Oh, Bielefeld ist auch dabei. Nein, doch. Oh, Bielefeld. Oh. Und jetzt Louis und die außerirdischen Kohlköpfe. Wer kennt es noch? Wer kommt denn da eigentlich angeschlichen? Stockduster. Fairplay 15, sagt ihr, ist das. Da bin ich auch schon mitgefahren. Guck an, wann der hier hinterm Dalm hervorkommt. Matthias Glissmann hat heute Geburtstag, sehe ich gerade. Matthias, Mensch, Happy Birthday. Noch jemand Geburtstag? Für euch alle. Alles Gute.
Wo will er nur hin, der Schlebi? Oh, Timo kauft einen Tee. Ja, Timo, dankeschön. Danke für 2,49 und das Tee. Ich werde das nachher mal einsetzen in der Thumbnail. Boah, Sven. Mann, Sven, schon wieder 40 € für so ein paar Würstchen zum Grillen. Dankeschön, Sven. Dann musst du aber, glaube ich, dazukommen. Oh, und die Wasserburger haben sich heute vor 17 Jahren kennengelernt. Mensch, Glückwunsch. Kennenlerntag. Ist aber dann nicht... Ja, feiert man sowas? Nee, eigentlich feiert man dann Hochzeitstag, oder? Die Susan kommt noch. Wie weit ist denn die? Ja, er fährt nach Twitch. Da ist noch jemand unterwegs. Lunzenbackersee. Ja, der Tippfehler, der wird mich verfolgen. Das ist richtig. Komm, gib Schub. Ah, da kommt auch schon der Kunde im Hintergrund. Für den Lotsen. Würde ich mal sagen, oder? Da will er drauf. Und Sven hat Lotse 3 bei der Preziosa entdeckt. Danke Sven für den Hinweis und vielen Dank auch für 2 € Superchat. Kann das heute sein eigentlich, dass Weltnaselauftag ist? Gibt es sowas? Wenn ja, dann ist er heute. Nein, die MSC ist noch nicht durch.
Okay. Lotse abgesetzt. Ich schwenke mal die Kamera Richtung Stadt und erlaube mir mal, die ein paar Minuten so stehen zu lassen. Dann kann ich nämlich mal die Hände ein bisschen in die Taschen stecken. Und dann können wir auf die Preziosa warten. Ja, Megaman, ein bisschen schaukelt es. Das ist auch hier der einzige Livestream mit Seegang. Und ich stehe auf dem Anleger Bubendeiufer. Schöne ist, auf dem Anleger steht man weit vorne. Dadurch kann man hier halt die ganze Elbe rauf und runter gucken. Nachteil ist, immer wenn jemand vorbeifährt, ein bisschen schneller, dann wackelt der ganze Anleger und dann seht ihr das auch im Bild. Tropfenfänger für die Nase. Nennt sich Mikrofon. Mit der Windpuschel auf dem Mikrofon ist der Tropfenfänger für die Nase. So, das läuft alles, funktioniert auch. Ach, wunderbar. Aber nichts beschreien. Paddy, nichts beschreien, nicht drüber reden. Es ist auch schon vorgekommen, tatsächlich, Andi hat recht, dass mal jemand so schnell vorbeigefahren ist, dass der ganze Ponton hier unter Wasser stand und ich nasse Füße bekommen habe. Und alle, die das nicht kennen, ich kann euch das mal hier auf der zweiten Kamera zeigen. Ich schwenke die mal so rüber. Das ist hier der Fähranleger. Da geht dann diese Brücke hoch zum Ufer. Jetzt sieht man auch, dass wir Flut haben müssen. Also die Brücke steht verhältnismäßig gerade. Manchmal steht die sehr, sehr steil, wenn wir Ebbe haben. Da muss ich mein Equipment da richtig hochkraxeln. Ja, und so sieht das hier aus. Ne? Da stehe ich quasi am anderen Ende. Das ist der Anleger Bubendeiufer. Ein sehr beliebter Spot zum Schiffe gucken. Danke für 3 Monate an den Macker vom Acker. Auch ein sehr schöner Name. Aber in der Tat, also es ist überhaupt nicht kalt. Es ist richtig lauschig hier. Ich weiß gar nicht, warum ich alleine bin. Wo sind denn alle? Gibt überhaupt keinen Grund zu frieren heute. Also wenn ihr mal nach Hamburg kommt, ihr könnt hier an der Elbe überall sehr gut Schiffe gucken. Ganz einfach geht das mit der Linie 62 und im Prinzip überall da, wo die anhält, könnt ihr aussteigen und da gibt es dann auch Schiffe zu gucken. Ein Stück kann man auch laufen, man kann in die Hafen City reinlaufen, hinten ja, bis zur Elbphilharmonie, da kommt man dann auch zum Oswald-Kai bzw. gegenüber, kann da reingucken, kriegt mit, was da so an Autotransportern reinfährt und kann dann hier die ganze Elbe runterfahren bis zum Rüschpark.
und eigentlich überall super Spots. Ja, Whiskyhase. Ich habe Handschuhe habe ich, aber mit Handschuhen ist halt immer das Problem, die Technik zu bedienen, die Kamera und das Stativ. Und deshalb habe ich von The Heat Company so Handwärmer. Das sind im Prinzip einfach so Pads, die, ja, die ich in der Tasche habe. Und da wird die Tasche halt so richtig schön warm. Deshalb habe ich auch eben gesagt, ich will mal einen Moment die Kamera stehen lassen, um die Hände in die Tasche zu stecken, damit die da einmal richtig gewärmt werden. Philipp, ja, die Linie 62 kannst du auch mit dem Deutschland-Ticket nutzen. Das ist ja ganz normaler öffentlicher Nahverkehr hier. Zwei Schlebbis. Claudia T. schickt nochmal 4,99. Herzlichen Dank, Claudia. Katrin. Bin heute leider spät dran. Gerade noch einen Blinddarm operiert, ja. Aber sag mal, Blinddarm-OP ist doch heute auch echt eine Kleinigkeit, oder? Das macht man doch mittlerweile, meine ich, alles so mit Endoskop. Da siehst du doch auch, glaube ich, gar nichts mehr von, ne? Ich weiß noch früher, so als ich Kind war, da gab es dann auch in der Klasse einen guten Freund von mir, der hatte eine Blinddarm-OP. Der war, glaube ich, irgendwie 1,5 oder 2 Wochen ausgenockt und hatte dann eine riesen Narbe. Ich glaube, heute Blinddarm raus, morgens rein ins Krankenhaus, abends raus, oder? Ist das nicht so? Thomas, Aida Sol kommt heute nicht mehr rein. Die ist für morgen früh circa. So circa 5 Uhr müsste die hier ankommen. Ja, die Fußwärmer von Heat Company, die habe ich auch, diese Einlegesohlen. Die nenne ich immer Streamer-Glück. Die sind echt richtig gut. Weil ich finde ja, wenn du kalte Füße hast, dann hast du echt ein Problem. Da kommt doch schon wieder jemand, der den Anleger zum Wackeln bringen möchte. Pilot, grüß mir die Welle. So, und wartet ab mit etwas Verzögerung. Geht es gleich auf und nieder im Bild. Ja, wann kommt die Welle an? Da ist sie. Man hört es, glaube ich, auch gut, oder?
Tom schickt auch nochmal 2 Euro Superchat. Tom, Dankeschön. Aki, viel gestellte Frage, wie schnell darf hier eigentlich gefahren werden? Also im Hafen gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 22 km/h. Soweit ich weiß, gibt es allerdings Ausnahmeregelungen für solche Behördenfahrzeuge, wie zum Beispiel auch die Lotsenbarkassen. Die dürfen, glaube ich, teilweise schneller fahren, aber so ganz hundertprozentig kann ich dir das nicht sagen. Wir haben 20 Uhr. Letzte Woche war die Preziosa, glaube ich, überpünktlich. Oder war das die Sol? Kommt schon ganz durcheinander. Ja, Michael, dieser Kühler, dieser Ulanzi-Kühler für die Sony-Kameras, genau den habe ich dem Rainer mitgebracht, weil ich nämlich noch einen rumliegen hatte. Weil er sagte, er hat halt das Überhitzungsproblem. Und seine Kamera überhitzt selbst mit dem Kühler. Und auch nur bei 1080p. Und ich kann es mir nicht erklären. Also entweder hat er da eine ganz, ganz komische Luftzirkulation und schafft es irgendwie, dass da die Luft so steht, dass die sich trotzdem aufheizt. Oder er hat irgendeine wilde Einstellung in der Kamera gefunden, mit der er es schafft, die irgendwie aufzuheizen. Oder aber die Kamera hat tatsächlich eine Macke. Also ich kann es mir nicht erklären, warum seine Kamera überhitzt. Bei mir hat sie das nicht gemacht. Stefan, komischerweise ist, glaube ich, die Geschwindigkeitsbegrenzung hier im Hafen oft mit km/h angegeben. Aber es kann natürlich auch sein, da dürft ihr mich auch gerne korrigieren, gerade die Fachleute, es kann natürlich auch sein, dass das unterschiedlich ist, je nachdem, wo das angegeben ist. Es kann sein, dass es teilweise in Knoten angegeben ist und teilweise in km/h. Aber Stefan, es ist ja zum Beispiel so, dass auch im Nordostseekanal, da ist ja auch alles mit km/h angegeben. Ich glaube, das ist so eine Binnenschifffahrtsgeschichte. Oder? Malte ist nicht mehr da, ne? Ja, ich kann es euch auch nicht sagen, warum die Kamera bei mir nicht überhitzt, aber bei Rainer. Wie gesagt, es kann nur irgendwie eine ganz, ganz komische Konstellation sein mit Luftzufuhr an seinem Platz, wo er die hat. Eine ganz wilde Einstellung, die ich nicht gefunden habe, die ich mir nicht erklären kann. Oder letztendlich dann vielleicht sowas Einfaches wie ein Defekt an der Kamera. Aber ja, ansonsten läuft sie ja einwandfrei. Also ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht erklären. Ich habe das auch Rainer geschrieben, dass ich die jetzt zum Test habe. Ich habe die gestern 3 Stunden laufen lassen in 1080 ohne Lüfter,
bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20, 21 Grad. Da ist sie nicht überhitzt. Bei 4K 60, da hat sie überhitzt. Da habe ich einen Lüfter dran gepackt. Und dann habe ich sie auch irgendwann nach 2,5 Stunden oder so ausgemacht, weil sie da auch nicht überhitzt hat. Also bei Rainer hat das irgendwie 20 Minuten gedauert und dann ging die Fackel an. Ja, ich müsste jetzt in der Tat noch mal bei Rainer im LKW mitfahren, um mir das noch mal anzugucken. Aber das ist dann natürlich irgendwann zeitlich ein Problem. Wobei ich sowas ja auch sportlich nehme, solche Probleme. Papa hat noch eine gute Erklärung. Er sagt, km/h heißt es in Binnengewässern und der Hafen läuft unter Binnengewässer. Und offene See ist Knoten. Danke dir, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Jürgen M. aus Alto, 2,49, er sagt, vom Bild her findet er die andere Kamera besser. Jürgen, das kann man so jetzt noch gar nicht beurteilen, weil das müsste man direkt im Vergleich mal sehen. Das muss man, ja, vor allem muss man das bei Tageslicht auch sich angucken. Und dieses Schiff, was du hier siehst, das ist wirklich ganz ekelhaft beleuchtet. Also da sollte man nicht so vorschnell urteilen, zumal es beides der gleiche Hersteller ist. Bei einer anderen Kamera habe ich auch schon viel mehr eingestellt. Bildprofil, Farben und so weiter. Und das hier ist jetzt quasi out of the box. Ja, Semi, das ist das Erste, was man natürlich probiert, den Menüpunkt mit der Hitze. Tut sich denn eigentlich schon bei unserem Objekt der Begierde, der MSC Preziosa, etwas? Tut sich nichts. Sven, die Speicherkarte wird bei der Kamera ja gar nicht benutzt. Das heißt, wenn wir damit streamen, dann geht das Signal einfach über HDMI raus und es wird gar nicht auf eine Speicherkarte aufgenommen. Insofern kann das mit der Speicherkarte eigentlich nicht zusammenhängen. Marco hat die Susanne-Höhe Airbus entdeckt. Da drehe ich mich doch mal um und
Sehe nichts. Doch, ich sehe da irgendein Licht da hinten. Dann mache ich mal den U-Turn. Und dann gucken wir mal da hinten. Ist das da die Susanne? Also um die Bildqualität letztendlich zu vergleichen, muss man sich das Ganze definitiv auch nochmal bei Tageslicht angucken. Jetzt bei den Lichtverhältnissen zu sagen, die Kamera ist besser oder die ist schlechter. Das Einzige, was man hier jetzt beurteilen kann, ist das Rauschen von der Kamera. Aber alles andere, das muss man bei besserem Licht machen. Preziosa hat 0,8 Knoten drauf. Danke für die Info. Sag mal, was ist denn hier los? Guck mal, das ist zum Beispiel ein kleines Problem. Bei der Kälte, die Akkus von den kleinen Mikrofonen halten nicht so lange. Ich wechsle mal eben. So, müsste eigentlich jetzt mit ein bisschen Klackern und Knacksen erledigt gewesen sein. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Sven, danke dir. 2 Euro auch nochmal für die Meldung, dass die Leinen los sind bei der Preziosa. Aber es dauert ja noch ein bisschen. Dadurch, dass ich ja jetzt hier am Bubendeiufer stehe, dauert es ja einen Moment, bis die vor unsere Kamera kommt. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen auf die Susanne warten. Frauke, ich kann dir nicht sagen, ob du 1440p hast. Oftmals hängen die Probleme natürlich auch mit Endgeräten zusammen. Aber ich will mal das Bild gerade selber bei mir kontrollieren. Also bei mir kommt 1440p an. Aber ich muss das zu Hause in groß angucken, was die Qualität angeht. Das jetzt hier mit den verhältnismäßig kleinen Monitoren zu beurteilen, wäre unfair der Kamera gegenüber. Ja, auf Twitch hat der Stream 1080, auf YouTube hat er 1440. Aber was YouTube übrigens gerne mal macht, ist die Auflösung umstellen. Also es kommt immer wieder vor, dass jemand im Chat schreibt, alles unscharf und Qualität schlecht. Und dann hat YouTube sich mal wieder verschluckt und hat die Auflösung einfach umgestellt. Ja, Tachometer sagt zum Beispiel, bei ihm hat er nur 1080. Ist dann aber wahrscheinlich ein Problem auf deiner Seite, denn bei allen anderen
kommt 1440p an. Woran das letztendlich liegt, das ist, da gibt es wahrscheinlich so viele Gründe. Ja, bei Frauke ist es unscharf verwaschen. Wie gesagt, Frauke, ich kann es dir von hier aus leider nicht sagen, was das Problem ist. Aber das haben wir schon so oft gehabt, diese Diskussionen. Es ist sehr, sehr schwer immer nachzuvollziehen, wo gerade das Problem ist. Ob das ein Leitungsproblem ist, ob das ein Geräteproblem ist und. 18 Monate ist der Markus dabei. Und ich sag mal Dankeschön. Er schreibt alles Gute nachträglich zum Kanalgeburtstag. Danke dir, Markus. Also, jetzt mal ehrlich, so hässlich ist das Aldi Blau nicht, oder? Jetzt so bei Dunkelheit? So hässlich ist es nicht. Ach, Jutta, Mensch. Jutta sagt, alles Technikfreaks hier, sie genießt einfach die Bilder. Jutta, das freut mich total. Und ich versuche das ja auch so ein bisschen zu vermeiden, dass wir nicht ständig hier Nerd- und Technik-Talk haben. Aber bei diesen Teststreams ist es dann ja doch so, dass es viele gibt, die sich auch für die Thematik interessieren. Und dann gehört das auch ein Stück weit dazu. Tony Roberts, 30 Euro, 30 Euro. Thank you very much. Und er schreibt, gute Vibes, nur jedes Mal, wenn ich Hamburg Hafen live sehe. Tony, thank you. Mirko sagt, der Ton ist schlechter, seitdem ich das Mikro gewechselt habe. Könnt ihr das bestätigen?
Eigentlich müsste sie da hinten gleich irgendwo rauskommen. Ah ja, wir sehen sie schon im Hintergrund. Schaut mal genau rechts am Terminal vorbei. Ton ist wie vorher. Okay. Guck, das ist halt auch immer so eine Sache. Man muss dann mal in die Runde fragen. Ist immer so die erste Frage, ist das Problem bei mir oder ist das Problem bei dem einzelnen Zuschauer? Sven, danke dir. 2 Euro Superchat für die Meldung, dass die Preziosa kurz vor Deck 7 ist. Wir sehen sie schon, rechts im Bild. Und da kommt sie. Muss ja auch noch drehen. Jürgen schickt auch nochmal 2,49 und schreibt, ich bin Kameramann, liegt mir im Blut. Ja, dann kennst du ja auch die ganzen Problematiken und Unwegsamkeiten der Kameratechnik. Ja, Kreit. Artefaktbildung im Himmel hat ja nichts mit der Kamera zu tun. Das ist ja eine Frage vom Encoder. Da kommt sie rausgequalmt. Die macht aber auch immer einen Nebel, die Preziosa. Mann, oh Mann. Jetzt genießen wir erstmal die MSC Preziosa hier. Genießen die Bilder und schieben mal ein bisschen den Nerd Talk an die Seite. Ich überlege gerade die ganze Zeit, seit wann hat die Preziosa einen zweiten Schornstein, aber das ist ja das Kraftwerk hinter der Elbphilharmonie. Genau, ein Dampfschiff. Also fürs Bild ist der Qualm aber gut, weil sich da dann schön das Licht so ein bisschen reflektiert. Otani kommt rüber auf Twitch und überfällt uns hier mit 712 Raidern. Mensch, moin ihr Lieben, schön, dass ihr da seid hier im Hamburger Hafen beim Auslaufen der MSC Preziosa.
Mann, oh Mann, Dani. Ballert der uns hier 700 Zuschauer rein. Holla die Waldfee. Ja, wer das auf YouTube nicht kennt, auf Twitch gibt es immer die Möglichkeit, am Ende eines Streams einen sogenannten Raid zu machen und dann nimmt man alle Zuschauer mit und schickt die quasi, überfällt quasi einen anderen Kanal. Sucht man sich irgendeinen Kanal aus und dann rutscht man darüber. Es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Funktion, vor allem halt auch so, um neue Kanäle kennenzulernen und es ist eigentlich auch so eine schöne Geschichte, um so ein bisschen so unter den Kanalbetreibern, unter den Streamern, ja, sich einfach so ein bisschen zu supporten. Also das ist eigentlich ganz nett. Bei YouTube gibt es das ja auch. Das Problem bei YouTube ist, du musst das, wenn du den Stream erstellst, musst du das quasi schon machen. Also ich muss quasi schon am Anfang in den Stream einstellen, wo ich am Ende des Streams alle Zuschauer hinschicken möchte. Und das weiß man halt vorher oft nicht. Ich bin ja schon drin im Zoom. Bin ja schon drin. Ach, der Danny sitzt in Marokko vorm Lagerfeuer. Ja, auch cool. Liebe Grüße. Ganz liebe Grüße ans Lagerfeuer. Markus, ja, wir schicken ja auch ganz oft die Leute zur Elbcam. Und nein, die Schiffe piepen nicht beim Rückwärtsfahren. Also die haben keinen Rückwärtswarner. Also, kann natürlich sein, dass es irgendein Schiff gibt, das das hat, aber so normalerweise nicht. Krass. Elbphilharmonie und MSC Preziosa dampfen um die Wette. Andi fragt, ob es die Elbdeichcam noch gibt. Ist Elbdeichcam das gleiche wie die Elbcam Grauerort oder gab es da noch eine andere? Wenn es da noch eine andere gibt, muss ich sagen, weiß ich es nicht. Wenn du die Elbcam meinst, dann gibt es sie noch. Ist da eben was vom Containerschiff gefallen? Ihr schreibt das gerade im Chat. Ich habe überhaupt nicht aufs Bild geachtet. Bin gerade froh, dass ich die Kamera nicht bewegen muss und die Hände etwas in der Hosentasche lassen kann. Leute, hinter uns kommt noch ein dickes, fettes Containerschiff. Jetzt ist wieder Stress hier angesagt. Immer das Gleiche. Erst warten, warten, warten und dann plötzlich kommen sie wieder alle auf einmal hier an. Was soll denn das? Was soll denn das? Junge, Junge, Junge. Ist natürlich lange nicht so schön beleuchtet, aber jetzt gleich direkt hier auf unserer Höhe. Und da geht es wieder auf und nieder.
Ostwestfalen meldet sich auch an im Chat. Hier haben wir die GSL Susan, ein Containerschiff. Daten müsstet ihr mir gerne mal im Chat mit aushelfen. Sieht so, was hat die, 250 Meter oder so, könnte ich jetzt so schätzen, circa. 200, 200, ja, irgendwie sowas. Schwester Hansen möchte gerne sehen, welcher Schlepper da schleppt. Ich kann ja mal gucken, ob ich das rausfinde. Das sieht aus wie VB Bison. VB Bison ist es. Danke für die Info. 264 Meter und 32 Meter breit. Dann müsste die wahrscheinlich von der Kapazität so im Bereich von 4000 Toy sein. 4.000, 5.000. Und gleich, wenn sie vorbei ist, geht es auch wieder auf die Preziosa. Die hat jetzt den Vorwärtsgang eingelegt und bewegt sich in unsere Richtung. Hier gibt es eh nichts zu sehen. Containerschiff ist stockduster. $4.363 Toy. Dankeschön. Ja, ich schwenke mal um. Die Susanne fährt uns gleich eh noch ins Bild. Gerade gelesen, die möchte zum Eurogate. Das heißt, die will hier auf jeden Fall gleich noch durch. Dann gucken wir doch mal, was die Preziosa macht. So, jetzt könnten wir noch 13 von euch auf YouTube den Kanal abonnieren. Dann hätten wir da die 39.000 voll. Ach, guck mal hier, die Finkenwerder, eine von den neuen Hybridfähren. Leute, jetzt ist hier wieder Attacke am Bubendei-Ufer. Das ist echt schlimmer als am Kamener Kreuz. Ja, die Preziosa, die ist mal wieder ohne Horn. Die geizt da immer mit. Ich kann es euch gerne mal außer Konserve abspielen. Felix Dieser, herzlichen Dank für 3 Monate auf Twitch. Danke für deinen Sub. Na, jetzt haben wir aber hier gerade
Jetzt haben wir aber gerade ein Fokusproblem, oder? Hä, was ist denn jetzt los? Ist ja voll am Spinnen. Was ist das denn? Was ist das denn? Jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder. Jetzt haben wir aber eine schöne Begegnung hier, oder? Ja, keine Ahnung, was das gerade mit dem Fokus war. Ah, das sieht doch schon irgendwie cool aus, oder? Aber muss ich sagen. Ich muss sagen, so mag ich es am liebsten. Eine schöne Mischung, Kreuzfahrtschiff, Containerschiff. Am besten dann mit der Begegnung, ein bisschen wuselig das Ganze. Dann bin ich glücklich. Steffi verabschiedet sich zum Abendessen. Steffi, lass es dir schmecken. Und der Ralf feiert 4 Monate auf der Reeperbahn. Ganz lieben Dank, Ralf. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. 39.000 haben wir auf YouTube geknackt. Dankeschön. Thomas, nee, MSC ist nicht Munich Security Konferenz. Böse Stimmen behaupten, MSC steht für Mafia Shipping Company. Vor allem in erster Linie wegen der Containerreederei MSC, die ja wirklich in kürzester Zeit zur größten Containerreederei der Welt geworden sind. Thomas, ja, das habe ich nur zitiert. Ist auch nur Hörensagen. Nein, Janik, morgen früh AIDA-Zoll ist mir ein bisschen zu früh. Das ist ein bisschen zu früh. Aber morgen Abend. Eigentlich würde ich auch gerne die Kamera noch mal bei Tageslicht testen, morgen. Also die Kreuzfahrer, die gehen auf jeden Fall erst raus, wenn es dunkel ist. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich morgen noch mal ein Stündchen Sonnenuntergang oder so reinschieben kann. Oh, Dennis, deine Eltern sind gerade auf dem Schiff und haben gewinkt. Habe ich leider nicht gesehen. Oh. Jetzt schwankt es hier aber ordentlich am Anleger. Ich kann da nichts für, dass die Preziosa jetzt so am Rollen ist. Ich kann da nichts für. MSC ist leider immer sehr, sehr geizig mit Hörnern. Ivo, das ist jetzt testweise mal die ZVE1, die ich hier heute mal ausprobiere. Sebastian, ja, das Quietschen ist ehrlich gesagt aber auch ein bisschen neu. Normalerweise haben wir das Quietschen ja immer am Dockland. Und ich bin ja am Überlegen, ob ich morgen... Also es kommt drauf an, wie die AIDA-Zoll parkt. Wenn die schon bei der Ankunft dreht, dann würde ich mich wahrscheinlich
zum Dockland hinstellen. Wenn die noch drehen muss, dann werde ich wahrscheinlich bei der Seemannsmission stehen oder auf Deck 7. Aber ich glaube, ich habe Bock mal wieder draußen zu stehen. So rein horntechnisch. Ja, ich habe einen Schwips, genau. Ein Schwips, ein kleiner Schwips. €10 kommen nochmal vom Whiskyhasen. Ich sag mal Dankeschön und die Anzahlung für Schwester Hansen, damit sie ihrem Liebsten den besonderen Duft von Abercrombie und Fitch Fierce kaufen kann. Oh, Schwester Hansen, der besondere Duft. Ganz, ganz lieben Dank, Whiskyhase. Ivo, genau, das ist ein 2.8er Objektiv, was jetzt hier drauf ist. Ein 70-200 aktuell. Vor allem ist der Anleger jetzt schief. Die Kamera ist schief. Die war vorhin gerade. Dieser Anleger richtet sich nicht von alleine wieder ordentlich aus. Oh, und die Enten sind wach. Die Enten sind wach. Bianca wünscht sich ein Mein-Chef-Horn. Ich glaube, das können wir einrichten. Jo, die brettert ja wohl durch, oder? Oh, ich komme nicht hinterher. Das Stativ ist so schwer eingestellt. Ah. Man kann bei den Stativköpfen den Widerstand einstellen. Und je mehr Widerstand du hast, umso gleichmäßiger sind die Schwenks. Aber wenn du mal Gas geben musst und dann schnell hinterher schwenken musst, dann, wie in diesem Fall, hatte ich jetzt einfach viel zu viel Widerstand. Verdammte Hacke. Jetzt die Kamera völlig schief. Ach, die richte ich jetzt auch nicht mehr. Das war die Hupe von der Finkenwerder. Ja, Horn konnte man das nicht so richtig nennen, oder? Das war doch ein schöner Abend, oder? Also mir hat das richtig gut gefallen. Wie gesagt, mir ist auch ehrlich gesagt gar nicht kalt, also richtig angezogen. Von daher, Wetter passt, es war nicht zu windig. Wir haben ein paar schöne Schiffe gesehen. Ich war leider am Anfang einen Tacken zu spät mit der MSC. Die war wirklich noch in richtig schönem Licht, da habe ich mich so ein bisschen drüber geärgert. Aber ansonsten ein schöner Testabend. Wie gesagt, ob die Kamera taugt oder nicht, das muss man in mehreren Tests mal ausprobieren. Ich denke, morgen werde ich die auf jeden Fall auch noch mal einsetzen, vielleicht auch tagsüber noch mal so ein bisschen drauf schauen und ich muss mir das Material dann zu Hause mal ganz in Ruhe angucken, um zu beurteilen, was denn da letztendlich rausgekommen ist. Aber für alle, die nicht so viel
Interesse an der Technik haben, die da jetzt nicht so den Bock drauf haben, die das nicht interessiert, hoffe ich natürlich, dass es trotzdem ein schöner Stream war, dass wir trotzdem schöne Bilder hatten und ihr euch im Chat wieder köstlich amüsiert habt und gut unterhalten gefühlt habt. Vielen, vielen Dank natürlich für eure Unterstützung. Vielen Dank auch für eure großzügigen Spenden, sowohl bei YouTube als auch bei Twitch, egal ob es Bits oder Subs sind oder Mitgliedschaften oder Spenden. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass ihr diesen Kanal so sehr unterstützt. Dankeschön natürlich auch an unsere Moderatoren, die wieder ordentlich mitgeholfen haben und auch für die Good Vibes im Chat gesorgt haben. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich würde sagen, wir vertagen uns bis morgen. Habt noch einen schönen Sonntagabend und morgen ist dann endlich Montag!